Hallo zu meinem Adventskalender. In 24 Videos habe ich für dich Tipps und Tricks rund um Schwangerschaft, Geburt und Weihnachten zusammengestellt. Zusätzlich gibt es Gewinnspiele, kostenlose Hypnosen und vieles mehr. Deshalb lohnt es sich zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du sofort informiert wirst, wenn wir ein neues Türchen öffnen. Heute im 15. Adventskalender-Video möchte ich dir gerne ein paar Tipps geben, wie du dich gut auf eine Krankenhausgeburt rund um die Feiertage vorbereiten kannst. Ich bin Mama von 2 Kindern, ausgebildete Hypnobirthing- und Babymassage-Kursleiterin, Rückbildungstrainerin, Entspannungstrainerin und Wochenbettcoach. Schön, dass du mein Video anschaust. Wie das im Leben so ist, kann man nicht immer planen, wann man schwanger wird oder möchte den Zyklus, bei dem die Geburt irgendwo in die Feiertage fallen würde, aber auch nicht einfach verschenken. Somit kann es passieren, dass der errechnete Geburtstermin irgendwo zwischen dem 20. Dezember und dem 1. Januar liegt. Also eine Zeit, in der die Kreissäle dünn besetzt sind. Deshalb möchte ich dir in diesem Video gerne ein paar Tipps geben, wie du dich gut auf diese Situation vorbereiten kannst, um eine schöne Geburt zu erleben. Die Geburt ist ein einzigartiges Ereignis, das jede Frau in schöner Erinnerung bleiben sollte. Damit deine Geburt rund um Weihnachten die besten Voraussetzungen hat, eine tolle Erinnerung zu werden, kommen jetzt meine 4 Tipps für deine Geburt rund um die Feiertage. Tipp Nummer 4: Habe einen Partner an deiner Seite, der weiß, was du dir wünschst. Sollte deine Geburt nun wirklich um die Feiertage herum starten, ist es ganz besonders wichtig, dass du einen Partner an deiner Seite hast, der genau weiß, was du dir während der Geburt wünschst. Natürlich ist es generell wichtig, aber gerade in so einer Situation ist dein Partner dein Fels in der Brandung. In der Regel ist der Partner bei der Geburtsvorbereitung mit dabei und bekommt alle wichtigen Themen in Bezug auf die Geburt mit. Er weiß also, was du dir wünschst und was du nicht möchtest. Besucht ihr einen Hypnobirthing-Kurs, gibt es zusätzlich zu den Infos im Hinblick auf die Geburt auch noch die ganz speziellen Partnerübungen, mit denen der Geburtsbegleiter die werdende Mama noch gezielter unterstützen kann. Zusätzlich macht es Sinn, sich vor der Geburt mit dem Partner zusammenzusetzen und die Geburtswünsche, als auch Dinge, die man als Mama bei der Geburt auf keinen Fall möchte, zu besprechen. So kann dein Partner während der Geburt, auch ohne dass du etwas sagst, deine Wünsche erfüllen, dich mit Getränken versorgen, Entspannungsübungen mit dir machen, eventuell mit dir gemeinsam atmen und dir Mut zusprechen. Du musst dich um nichts kümmern, was um dich herum passiert, und kannst dich voll und ganz auf die Geburt konzentrieren. Tipp Nummer 3: Fahre nicht zu früh ins Krankenhaus. Natürlich fährt man, vor allem wenn man sich unsicher ist, wie weit die Geburt schon vorangeschritten ist, lieber ein bisschen zu früh als zu spät ins Krankenhaus. Aber gerade in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr kann es passieren, dass ihr im Krankenhaus erst einmal warten müsst, bevor eine Hebamme Zeit hat, euch in einen Kreissaal zu bringen. Im ungünstigsten Fall sind alle beschäftigt und ihr steht erst einmal herum, wie bestellt und nicht abgeholt. Daher mein Tipp: Erst einmal im Kreissaal anrufen und Bescheid geben, dass man gerne kommen würde. Denn sollte es gerade wirklich so voll sein, dass kein Platz ist, gibt es 2 Möglichkeiten. Hast du das Gefühl, du kannst noch ein wenig zu Hause bleiben, könnte man ein paar Stunden später nach Absprache erneut anrufen oder in ein anderes Krankenhaus ausweichen. Hier kann es also leider passieren, dass du nicht in deine Wunschklinik kannst. Aber wenn du ein paar persönliche Dinge dabei hast, fühlst du dich auch in einer anderen Klinik gleich ein bisschen wohler. Tipp Nummer 2: Sei darauf vorbereitet, große Teile der Geburt alleine zu schaffen. Leider ist es generell so, dass die Hebammen im Krankenhaus, außer du hast eine Beleghebamme, keine 1:1 Betreuung gewährleisten können. Weder im regulären Betrieb und schon gar nicht über die Feiertage und um Neujahr herum. Denn natürlich möchten auch die Hebammen und Ärzte mit ihren Familien Weihnachten feiern und es ist einfach weniger Personal vor Ort. Hier ist es definitiv sinnvoll, gut auf die Geburt vorbereitet zu sein. Mit einem klassischen Geburtsvorbereitungskurs oder noch besser mit mentaler Geburtsvorbereitung wie Hypnobirthing. So hast du zusätzlich zum Wissen rund um die Geburt auch tolle Atem- und Entspannungstechniken. Außerdem ist auch dein Partner gut auf die Geburt vorbereitet, denn im Hypnobirthing wird großes Augenmerk darauf gelegt, dass der Partner eine wichtige Rolle bei der Geburt hat und auch er wird umfassend darauf vorbereitet. So können die werdenden Eltern auch mal über längere Zeit alleine während der Geburt sein. Sie wissen, wie sie entspannen können und finden meist gut in ihren eigenen Geburtsrhythmus hinein. Tipp Nummer 1: Überlege dir, ob eine ambulante Geburt für dich in Frage kommt. Gerade über die Feiertage möchte man gerne zu Hause sein und die gemütliche Stimmung genießen. Daher kann man im Falle einer komplikationslosen Schwangerschaft überlegen, ob man 3 bis 4 Stunden nach der Geburt mit dem Baby nach Hause fährt.
Hierfür gibt es gewisse Kriterien, die erfüllt werden müssen, damit man direkt nach der Geburt entlassen werden kann. Und es gibt einige Dinge, die man wissen sollte, wenn man eine ambulante Geburt plant. Es gibt natürlich einige Ausschlusskriterien für eine ambulante Geburt. Dazu zählen ein Kaiserschnitt, sehr hoher Blutverlust, unter Umständen eine PDA, Anpassungsprobleme beim Kind, um nur ein paar zu nennen. Kurz und knapp kann man also sagen, geht es Mutter und Baby nicht zu 100% gut, ist eine Entlassung in der Regel nicht möglich. Müssen aber weder Mama noch Baby nach der Geburt besonders beobachtet werden, kann es nach einer Abschlussuntersuchung nach Hause gehen. Was ist nun an dieser Situation anders und besonders? Da man nach der Geburt nicht auf Station ist und rund um die Uhr eine Krankenschwester zur Verfügung hat, ist es ratsam, eine Nachsorgehebamme zu haben, die ab dem ersten Tag nach der Geburt nach Hause kommt und bei Fragen zur Verfügung steht. Außerdem braucht man einen Kinderarzt, der die U2 macht, die in der Regel ab 48 Stunden nach der Geburt noch im Krankenhaus erfolgt. Dieser kann auch die Fersenblutentnahme für die Stoffwechseluntersuchung machen. Und man braucht einen Termin für den Hörtest, der in den ersten Tagen nach der Geburt stattfindet. Ist das alles im Vorhinein geplant worden, gibt es auch hier keinen unnötigen Stress. Das war's zum Thema entspannte Geburt rund um die Feiertage. Um noch mehr Mamas auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen, gib diesem Video einen Like und teile es. Abonniere den Kanal und läute die Glocke, damit du kein neues Video mehr verpasst. Hier findest du die Playlist mit allen Adventskalender-Videos und noch ein weiteres interessantes Video. Bis zum nächsten Video, deine Marie.